In diesem Video möchte ich euch die wichtigsten Begriffe der neuen Rechten vorstellen, damit ihr damit etwas anfangen könnt und nicht so leicht auf die Propaganda der Rechten hereinfallt. Denn hinter den schicken Begriffen steht nicht nur eine politische Agenda, sondern häufig auch ein rassistisches Menschenbild. Nummer 1: Der Ethnopluralismus. Der Ethnopluralismus ist ein zentrales Konzept der neuen Rechten, das Rassismus durch kulturelle Argumente verschleiert. Er wurde in den 1970er Jahren von Henning Eichberg entwickelt, um sich vom Nationalsozialismus abzugrenzen, bleibt aber rassistisch, denn er unterstellt den verschiedenen Völkern, dass sie lieber in ihrem Kulturkreis leben und fordert dementsprechend eine Remigration der Menschen mit Migrationshintergrund, um in Deutschland wieder eine ethnische Homogenität zu erreichen. Im Endeffekt läuft dieses Konzept auf ethnische Säuberung und eine weltweite Apartheid hinaus und wendet sich gegen eine weltoffene, pluralistische Gesellschaft. Der Ethnopluralismus verstößt gegen die Garantie der Menschenwürde, da er Menschen aufgrund ihrer Herkunft von der Gesellschaft ausschließt. Er dient als Tarnkonzept, um Rassismus und Ausgrenzung in ein pseudo-intellektuelles Gewand zu packen. Geschichtsrevisionismus bezeichnet die ideologisch motivierte Umdeutung historischer Fakten, insbesondere im Kontext des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs. Er dient rechtsextremen Gruppen dazu, die Verbrechen des NS-Regimes wie die Shoah zu relativieren, zu leugnen oder umzudeuten, um ein entlassendes Geschichtsbild zu konstruieren. Dazu zählen die berühmten Äußerungen von Alexander Gauland und Björn Höcke. Aber, liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Früher stand eine Umdeutung der Kriegsschuld und ein Gebietsrevisionismus im Vordergrund. Revisionisten inszenieren sich als kritische Forscher, ignorieren aber wissenschaftliche Fakten und Standards. Durch vermeintlich wissenschaftliche Argumente und falsche Vergleiche wird rechtsextremes Gedankengut wieder salonfähig gemacht. Die völkische Ideologie ist ein radikal nationalistisches Weltbild. Sie basiert auf einer ethnisch reinen Volksgemeinschaft. Sie entstand im 19. Jahrhundert und war ein integraler Bestandteil der NS-Ideologie. Kernprinzipien sind ähnlich wie beim Ethnopluralismus eine ethnische Homogenität, Fremdkörper innerhalb der Gemeinschaft, damals Juden und Jüdinnen, Slawen etc., heute Menschen mit Migrationshintergrund. Sozialdarwinistische Konzepte rechtfertigen eine Klassifizierung der Menschen in höherwertige und minderwertige Gruppen. In der völkischen Ideologie werden Demokratie, Industrialisierung, Urbanisierung und die Emanzipation der Frauen abgelehnt, zugunsten auf eine Rückbesinnung auf germanische Urzustände und Traditionen. Heute verbinden sich völkische Ideologien mit einer rechtsextremen Landnahme durch völkische Siedler und Siedlerinnen. Sie nutzen ländliche Räume, insbesondere im Osten der Republik, um homogene Gemeinschaften aufzubauen und demokratische Strukturen zu untergraben. Stichwort rechte Landnahme. Diese rechtsextreme Szene nutzt Naturliebe als Tarnung für ihre rassistischen Ziele. Der Sozialdarwinismus überträgt die biologischen Evolutionstheorien von Charles Darwin aus dem 19. Jahrhundert auf den Menschen und übersetzt Survival of the Fittest nicht mit dem richtigen Überleben des am besten angepassten, also fit im Sinne von am besten an seine Umgebung und die Bedürfnisse angepassten Lebewesen, falsch mit Überleben des Stärkeren. Darwins Prinzip der natürlichen Selektion wird auf soziale und wirtschaftliche Strukturen übertragen und eine Selektion der schwachen Teile der Bevölkerung propagiert. Sozialdarwinisten lehnen Solidarität mit Schwächeren ab und fordern die Aussortierung minderwertiger Individuen. Darunter fallen auch Kranke und Behinderte, die als Belastung für die Gesellschaft empfunden wurden und somit ähnlich wie die Volksfeinde zur Vernichtung freigegeben. Das mündete schließlich im Euthanasieprogramm der Nazis und dem Mord an Ballastexistenzen, wie geistig und körperlich Behinderte genannt wurden. Heute instrumentalisieren rechtsextreme Gruppen den Sozialdarwinismus, um Minderheiten als Sozialschmarotzer zu diffamieren. Der Sozialdarwinismus steht im Widerspruch zur Menschenwürde, die für alle Menschen gilt, ohne Ausnahme. Er dient der Rechtfertigung von Diskriminierung und Gewalt gegen Schwächere. Metapolitik ist ein zentrales Konzept der neuen Rechten, das darauf abzielt, durch Einflussnahme auf den vorpolitischen Raum, Medien, Bildung, Kultur,
eine kulturelle Hegemonie zu erringen. Ziel ist es, gesellschaftliche Werte und Deutungsmuster so zu verändern, dass rechtsextreme Ideologien salonfähig werden und politische Erfolge ermöglicht werden. Betrieben wird eine Kulturrevolution von rechts, die Begriffe und Ideologien der Rechtsextremen in der Mitte der Gesellschaft verankern will. Statt rationaler Argumente setzt Metapolitik auf eine emotionale Ansprache und die Nutzung von Memes und popkulturellen Elementen, um rechte Narrative in sozialen Medien zu verbreiten. Martin Sellner, der ehemalige Sprecher der Identitären Bewegung und rechter Influencer, betont, Metapolitik diene dazu, Bilder und Begriffe zu prägen, die die Grundüberzeugungen der Gesellschaft formen. Und Meta, griechisch hinter der Nacht darüber. Meta-Politik heißt Hinterpolitik. Sprache, Emotion, Kultur, Narrative, Werte, Stimmungen, Gerüchte, Bilder. Politik ist die Domäne von Parteien und Wahlen. Metapolitik ist die Domäne von Bewegungen, von Aktivismus, von der Kultur. Durch vermeintlich unpolitische Themen und eine rigorose emotionale Mobilisierung werden breite Bevölkerungsschichten und insbesondere die Jugend erreicht. Autoritarismus bezeichnet sowohl ein politisches System als auch eine Persönlichkeitsstruktur, die durch Hierarchieorientierung, Einforderung von Gehorsam und eine Ablehnung von Pluralismus gekennzeichnet sind. Befehl und Gehorsam werden anstelle demokratischer Grundhaltungen betont. Im Gegensatz zum Totalitarismus werden anstelle einer zentralen Ideologie traditionelle Werte oder der Führerkult betont. Feindbilder bei politischer Systeme sind Migranten und Migrantinnen, religiöse Minderheiten oder politische Gegner und Gegnerinnen, die als Sündenböcke fungieren. Der Autoritarismus dient als Einstieg in rechtsextreme Ideologien, da er klare Feindbilder und eine Gehorsamskultur fördert. Autoritäre Systeme untergraben demokratische Institutionen und fördern eine feindliche Haltung gegenüber unserer demokratischen Grundordnung. Nummer 7. Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien sind ein Instrument zur Delegitimierung demokratischer Institutionen und dienen der Mobilisierung und Radikalisierung sowie der Legitimierung von Gewalt. Die Welt wird von Verschwörungstheoretikern in gute Opfer und böse Verschwörer gespalten. Letztere werden als Sündenböcke für die meisten Probleme der Gesellschaft diffamiert. Komplexe gesellschaftliche Probleme werden vereinfacht dargestellt und neue Feindbilder geschaffen, beziehungsweise alte Feindbilder werden reaktiviert. Die 3 bekanntesten rechten Verschwörungstheorien sind der Great Reset und die neue Weltordnung, QAnon und Umvolkung oder der große Austausch. Die neue Weltordnung ist eine Abwandlung der bekannten Verschwörungstheorie über das Weltjudentum. In den antisemitischen Protokollen der Weisen von Zion, das zuerst Ende des 19. Jahrhunderts in Russland veröffentlicht wurde und mit für die dortigen Pogrome gegen die Juden verantwortlich ist, wird erstmals von einer jüdischen Weltverschwörung gesprochen. Eine jüdische Elite plane angeblich, die Macht in der Welt an sich zu reißen und wolle andere Religionen zerstören. Sie würde von Kriegen und Unruhen profitieren und dadurch ihren Einfluss auf Politik und Medien steigern. Sie strebe eine völlige Kontrolle über Medien, Finanzen und Regierungen der ganzen Welt an. Diese Theorie wird heute auf prominente Personen im In- und Ausland übertragen. Besonders während der Corona-Pandemie erlebte sie eine Renaissance, die als Plandemie bezeichnet wurde. Wahlweise sollte sie der Elite aus Amerika entweder als Ablenkungsmanöver dienen, um im Geheimen ihre Machtpläne in die Tat umzusetzen, oder sie war Teil der Verschwörung. Groteske Züge nahm diese Theorie mit dem Pizzagate an. Diese Theorie wurde von einer Gruppe namens QAnon in die Welt gesetzt und war am meisten in Amerika in Umlauf. Nach dieser Verschwörungserzählung hielt die amerikanische Elite angeblich Kinder im Keller einer Pizzeria gefangen und aus deren Blut Adenochrom herstellen, um für immer jung zu bleiben. Hier verbanden sich alte Verschwörungsmythen über die Juden, die christliche Kinder entführten, um mit ihnen Rituale durchzuführen und deren Blut zu trinken, mit modernen Sci-Fi-Elementen. Verschwörungsmythos von der Umvolkung oder dem großen Austausch ist dagegen vor allem hier in Deutschland beliebt. Diese Theorie behauptet einen geplanten Austausch der einheimischen deutschen bzw. europäischen Bevölkerung durch Migranten und Migrantinnen. Die Eliten Europas und Deutschlands arbeiten mit den großen Emigrationswellen im Syrienkrieg
2015 und seit dem Ukraine-Krieg 2022 systematisch an einem Austausch der Bevölkerungsschichten. Durch Reimmigration der bereits in Europa lebenden Menschen mit Migrationshintergrund soll dieser Austausch gestoppt werden. Wie ihr seht, werden rechte Verschwörungstheorien oft an aktuelle Ereignisse wie die Migrationskrise und der Ukraine-Krieg angepasst, behalten aber ihren grundlegenden antisemitischen und islamfeindlichen Kern bei. Das macht sie auch so gefährlich, denn sie bestärken bereits vorhandene Vorurteile und bieten einen ersten Einstieg in radikalere politische Ideologien, sozusagen als Einstiegsdroge. Die konservative Revolution ist tatsächlich eine politische Strömung aus der Weimarer Republik. Sie richtete sich gegen die liberalen Werte der Demokratie und trat für einen autoritären Staat ein, geht also weit darüber hinaus, was wir heute als politisch konservativ beschreiben würden. Hauptmerkmale sind eine antiliberale, antidemokratische und ultranationalistische Ausrichtung, eine Ablehnung des Parlamentarismus und der parlamentarischen Demokratie sowie ihrer Parteienstruktur und die Forderung nach einer neuen Einheit unter deutscher Führung, die die abendländischen und germanischen Traditionen wieder in den Vordergrund stellt. Konservative Revolutionäre streben nach einer harmonischen und homogenen Volksgemeinschaft, die Spaltungen überwinden soll und ähnlich wie im Kommunismus eine klassenlose Gesellschaft schaffen soll. Die konservative Revolution gilt als Wegbereiter des Nationalsozialismus und hatte großen Einfluss vor allem auf die jüngere Generation in der Weimarer Republik, die den Ersten Weltkrieg mitgemacht hatte. Heute dient die konservative Revolution der neuen Rechten als ideologische Referenz. Sie soll die vermeintliche Auflösung der abendländischen Kultur in Europa stoppen und eine Gegenbewegung zur Multikulti-Kultur bieten. Fun Fact am Rande: Der Begriff „Das Dritte Reich“ war der Titel eines Buchs von Arthur Möller, einem Vertreter der konservativen Revolution in der Weimarer Zeit. Der Begriff Neue Rechte oder Neurechte ist tatsächlich eine Selbstbezeichnung Rechtsradikaler in Frankreich. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre wurde der Begriff Nouvelle Droite als Gegenmodell zur linken Studentenbewegung von rechtsextremen Intellektuellen geprägt. In Deutschland wurde der Begriff Neue Rechte in den 1980er Jahren von Politikwissenschaftlern übernommen. Man versuchte, die aufstrebende Bewegung der Republikaner gegen die alten Rechten von der NPD abzugrenzen. Hauptunterschiede finden sich in der ideologischen Ausrichtung und Kommunikation nach außen. Während sich die alte Rechte an tradierte Konzepte aus dem Faschismus wie die Überlegenheit der arischen Rasse und rassistische sowie antisemitische Theorien festhält, distanziert sich die neue Rechte scheinbar vom Nationalsozialismus durch neue Konzepte wie den Ethnopluralismus, die den alten rassistischen Ideen einen neuen intellektuellen Anstrich verleihen. Dabei orientiert sich die neue Rechte an Denkern der konservativen Revolution aus der Weimarer Zeit und an französischen Vorbildern, während die alte Rechte am historischen Nationalsozialismus und deren Vordenkern festhält. Damit ist die Rechte, die mit der identitären Bewegung auch auf jüngere und vor allem studentische Zielgruppen abzielt, weitaus intellektueller und theoretischer unterwegs als die alte Rechte. Sie strebt eine intellektuelle Erneuerung des Rechtsextremismus an. Auch hinsichtlich ihrer Strategie unterscheiden sich beide rechte Bewegungen stark voneinander. Die alte Rechte legte ihren Fokus auf parteipolitische Aktivitäten und gab sich offen verfassungsfeindlich, was schließlich zum NPD-Verbotsverfahren führte, das jedoch eingestellt wurde, weil die NPD, heute Heimat, in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwand. Die neue Rechte hat aus den Fehlern der alten Rechten gelernt und betont ihre vermeintliche Verfassungstreue, um ja ein ähnliches Verbotsverfahren zu vermeiden. Sie konzentriert sich weniger auf eine politische Partei wie zum Beispiel die AfD, sondern auf kulturpolitische Organisationen und arbeitet an einem langfristigen gesellschaftlichen Mentalitätswandel. Die neue Rechte versucht gezielt, ihre Positionen und Theorien in die breite Gesellschaft zu tragen. Das macht sie weitaus gefährlicher als die alte Rechte und erschwert es den Behörden und der Politik, mit gezielten Verbotsverfahren gegen sie vorzugehen. Das politische Vorfeld bezeichnet Netzwerke und Organisationen außerhalb von Parteienstrukturen. Die neue Rechte nutzt diese Strukturen systematisch zur Verbreitung ihrer Ideologien. Eng verbunden ist das politische Vorfeld mit der metapolitischen Arbeit. Hier werden Meinungen und Diskurse geprägt und eine kulturelle Einflussnahme betrieben, ohne sich direkt an Wahlen zu beteiligen.
Organisationen, die das politische Vorfeld bearbeiten, sind Thinktanks wie das Institut für Staatspolitik, Verlage wie der Antaios Verlag, beides Gründungen von Götz Kubitschek in Sachsen-Anhalt, sowie Medienpolitik, Bürgerinitiativen und Kulturvereine. In dem Buch 100 Karten über Rechtsextremismus, das in Zusammenarbeit von Korrektiv und Katapult entstanden ist, finden sich diverse Grafiken dazu, die ich hier zur Bebilderung verwendet habe. Das Buch kann ich nur empfehlen. Es bietet auch hinsichtlich von Quellen eine gute Basis für einen ersten Einstieg in die Recherche zum Rechtsextremismus. Hintergedanke des politischen Vorfeldes ist eine Arbeitsteilung zwischen rechtsextremen Parteien wie der Alternative für Deutschland, die parlamentarisch agieren, und Organisationen, die durch langfristige und gesellschaftliche Veränderungen den Boden für politische Erfolge bereiten. Dabei gibt es 4 wichtige Strategien für das politische Vorfeld. Nummer 1 ist die kulturelle Hegemonie. Nach dem Konzept der Metapolitik strebt die neue Rechte eine Kontrolle über Bildungsinstitutionen, Medien und Kunst an. Dies wird zum Beispiel durch Publikationen wie der Zeitschrift Secession und durch die Schulung junger Aktivisten bei Sommerakademien des Instituts für Staatspolitik erreicht. Strategie Nummer 2 ist Vernetzung und Finanzierung. Parteipolitiker der AfD unterstützen das politische Vorfeld durch Spenden von Diätenanteilen und geben den Veranstaltungen mehr politische Bedeutung durch ihre Teilnahme. Es entstehen lockere Kooperationen durch gemeinsame Initiativen, wie zum Beispiel Proteste gegen Asylheime oder Ähnliches. Strategie Nummer 3: Emotionalisierung. Um ihre Inhalte in den sozialen Medien möglichst breit streuen zu können und eine hohe Reichweite zu erreichen, setzt die neue Rechte auf eine stark emotionale Ansprache und weniger auf Argumente, wie das etablierte Volksparteien oder Organisationen gegen rechts tun. Die neue Rechte setzt auf identitätsstiftende Narrative wie das Abendland und deutsche Tradition und Kultur sind in Gefahr und natürlich auch auf vereinfachende Feindbilder wie die Lügenpresse, Genderideologie oder kriminelle Migranten, um möglichst breite Bevölkerungsschichten zu erreichen. Die letzte, wichtigste Strategie ist eine Imitation linker Strategien. Die neue Rechte übernimmt erfolgreiche Taktiken aus den Studentenprotesten der 68er Jahre, etwa die Nutzung von Popkultur und neuen Medien zur Verbreitung ihrer Ideen. Auch die Vernetzung durch Graswurzelbewegungen zur Aktivierung der eigenen Anhängerschaft und dem Ausbau eigener Netzwerke ist bei Neurechten wie bei Linken beliebt. Ziel ist die Besetzung kultureller Räume und der Start einer konservativen Gegenrevolution. Fazit: Was macht die neue Rechte so erfolgreich? Ihre Ziele sind langfristig ausgelegt. Im Gegensatz zur alten Rechte, die mit ihrem im Parteiensystem verwurzelten Organisation in Legislaturperioden dachte und plante, verwirklicht die neue Rechte ihre Ziele in Jahrzehnten. Und anders als die alte Rechte hat die neue Rechte es geschafft, eine Elitenbildung zu etablieren. Institutionen wie das Institut für Staatskunde und andere Thinktanks fungieren als Kaderschmiede für Führungspersönlichkeiten mit rechtsextremem Weltbild. Sie verleihen mit ihren pseudowissenschaftlichen Theorien und Positionen rechtsextremem Gedankengut einen seriösen Anstrich.